Es ist unglaublich. Es ist Krieg. Wieder Krieg mitten in Europa, Panzerrollen, Menschen auf der Flucht. Ich bin fassungslos und habe, das muss ich gestehen, bis ganz zum Schluss daran geglaubt, dass es einen anderen Weg gibt. Ich ging davon aus, Krieg als Mittel der Politik, das sei zumindest in Europa wirklich vorbei, keine Option mehr. Und jetzt konnten wir zuschauen, wie sich das hochschaukelt, Woche für Woche, Tag für Tag, und wie wir immer näher dem gekommen sind, was jetzt passiert ist, nämlich dem russischen Einmarsch in der Ukraine, diesem Zangenangriff von Norden, Osten und Süden auf dieses unabhängige Land, das 1991 in einer Volksabstimmung mit über 90% seine Unabhängigkeit erklärt hat. Es ist wirklich schrecklich. Und es ist Zeit, darüber nachzudenken, wie es zu so etwas kommen konnte und wie wir das jetzt und in Zukunft besser verhindern können. Dieser Krieg, der nun begonnen hat, ist ein Rückfall in die dunkelsten Zeiten und die dunkelsten Formen von Politik, die wir in Europa erlebt haben. Es ist ein Rückfall in das 20. Jahrhundert, wie überhaupt ganz vieles sich wiederholt, gerade von der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts gegenwärtig. Und man sich die Frage stellen muss, haben wir als Menschheit nichts gelernt? Ich würde diese Frage gerne verschärfen. Denn mein Eindruck ist, wir handhaben die Krisen der Gegenwart mit den Gedanken und Instrumenten der Vergangenheit. Dass es Krisen gibt, ist normal, das ist natürlich. Und es gilt immer, neue Antworten auf diese Krisen zu finden. Aber das Problem ist, wenn das Denken wie fixiert ist, wenn es fortrollt in alten Formen. Was wir hier beobachten konnten, ich will es ganz kurz schildern, aus beiden Seiten. Aus der Seite des Westens ist es so, dass Putin sich als russischer Herrscher mehr und mehr einen Machtbereich ausgebaut hat, alle Konkurrenten vom Hals geschafft hat, immer totalitärer, immer nationalistischer geworden ist in seinem Herrschaftsgebaren. Er hat Gegner beseitigen lassen. Nehmen wir nur als letzten Alexei Nawalny, der in Sibirien in einem Lager sitzt. Oder nehmen wir Anna Politkovskaja, die auf der Straße ermordet wurde, wie so viele andere Journalisten, Bürgerrechtler, wie so viele Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die kriminalisiert und verboten, die verfolgt werden. Also das hat man aus dem Westen deutlich gesehen, wie in diesem Regime sozusagen den Menschen der Freiheit, der Demokratie immer mehr die Luft abgeschnürt wird und immer mehr ein Rückfall passiert in alte Großmachtsfantasien, die Politik der Bedrohung und auch immer mehr wieder die Politik des Militärischen, schon in Georgien 2009, dann beim Überfall auf die Krim 2014 und jetzt beim Überfall auf die ganze Ukraine. Aus östlicher Sicht, aus russischer Sicht sieht die Sache ein bisschen anders aus. Aus russischer Sicht gab es einmal unter Gorbatschow diese große Idee vom gemeinsamen Haus Europa. Und wir haben davon nur das angenommen, was uns dienlich war damals. Die Mauer ist gefallen. Warum ist die Mauer gefallen? Weil Bürgerinnen und Bürger sie zu Fall gebracht haben. Menschen aus der Zivilgesellschaft, nicht Politiker, nicht Militärs, nicht Geheimdienstleute. Im Gegenteil, das Militär und die Geheimdienste standen fassungslos daneben, konnten nicht handeln, wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Es waren die Menschen mit Kerzen und Liedern und friedlichen Gedanken, die diesen großen Schritt in der Geschichte ermöglicht haben, den Fall der Mauer, und die sich die Hände gereicht haben über diesem jahrzehntelang im Kalten Krieg immer mehr vertieften Graben, der Europa getrennt hat, und begonnen haben, wieder zusammenzuarbeiten. Aber was haben wir daraus gemacht? Ein Teil dessen, was damals verhandelt wurde, war die deutsche Souveränität und die Wiedervereinigung Deutschlands in den 2+4 Gesprächen. Und es gab eine Bedingung von sowjetischer, von russischer, von Gorbatschows Seite, nämlich Zustimmung zur Vereinigung Deutschlands, was bedeutet, sozusagen ein wichtiges, östliches, auch militärisch wichtiges Land zu verlieren
unter der Bedingung, dass die NATO, das westliche Militärbündnis, sich nicht weiter nach Osten ausweiten würde. Ich war damals im Deutschen Bundestag Berichterstatter für den Einigungsvertrag, den Vertrag zur Einigung beider Teile Deutschlands, und habe das damals unmittelbar miterlebt. Und auch die an den 2+4 Verhandlungen Beteiligten haben alle hinterher berichtet, dass es diese Zusicherung gab. Sie steht nicht im Vertrag, denn der Vertrag regelt ausschließlich Fragen für das Territorium der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen DDR. Er regelt nicht die Fragen anderer osteuropäischer Staaten. Deshalb wurde das schriftlich nicht fixiert, aber es gab diese feste Zusage. Und dann gab es 1999 beginnend und dann in mehreren Wellen die Ausweitung der NATO nach Osten, so dass heute 14 Staaten Mitglied der NATO geworden sind, die das vorher nicht waren. Die NATO sich quasi verdoppelt hat und Russland sich immer mehr eingeschnürt fühlt, immer mehr bedroht fühlt und das Gefühl hat, wir müssen irgendwo ein Stoppschild setzen. Das ist die russische Geschichte. Die russische Geschichte ist übrigens auch, dass es die Ukraine eigentlich gar nicht gibt, sondern die russische Lesart Ukraine, was ja aus dem Russischen übersetzt das Grenzland heißt oder am Rande. Ukraine, das sei eigentlich gar kein Land, sondern das sei sozusagen wie die Grenze zwischen Russland und dem, was dann im Westen, Süden und Norden folgt. Und Russland hat eigentlich nie die Unabhängigkeit der Ukraine völlig anerkannt. Ein letztes muss man dazu sagen, die Ukraine ist ein zerrissenes Land, das seine Identität sucht. Und zwischen, sagen wir, Luhansk und Lemberg ist ein Riesenunterschied, kulturell, sprachlich, ökonomisch, politisch. Es gibt Teile der Bevölkerung im Osten der Ukraine, die sehr viel näher an Moskau sind, die russischstämmig sind. Es gibt dann diesen größeren Teil der wirklichen Ukrainer, die mehr westlich orientiert sind. Es gibt die Tataren im Süden. Und die Ukraine, dieses große Land, war immer in der Geschichte ein Spielball, immer zerrissen, immer getreten auch von den Mächten. Ich will nur ganz wenig erwähnen aus dem letzten Jahrhundert, etwa den Holodomor, also unter Stalin die Millionen, die Schätzungen schwanken zwischen 2,5 und 14 Millionen Menschen, die an diesem entsetzlichen Hunger gestorben sind, oder dann später die Vernichtung der Juden, 1,5 Millionen Juden in der Ukraine, die vernichtet wurden, die Politik der verbrannten Erde, die jüdischen Städte, die Dörfer, die Gemeinden wurden dem Erdboden gleichgemacht, und zwar, das muss man sagen, von deutscher, nationalsozialistischer wie von russischer Seite. Und es gab danach, ich überspringe jetzt vieles, es gab Tschernobyl, diesen furchtbaren Atomunfall, der einen Teil der Ukraine auf immer verseucht hat. Die Ukraine ist ein wirklich geschundenes Land und sie ist zugleich eines der reichsten Länder, wenn wir auf Bodenschätze, wenn wir auf die Fruchtbarkeit der Erde blicken, mitten in Europa. Und sie ist dieses Glacis, oder wie es viele beschrieben haben, das Herzland Eurasiens. Sie ist das Gebiet, von dem die Geopolitiker in West und Ost immer gesagt haben, wer das besitzt, der besitzt Eurasien. Und mein Eindruck ist, dass es im Moment eigentlich gar nicht um die Ukraine geht. Die Ukraine ist eigentlich der Fußball, mit dem die Mächtigen spielen. Die Menschen dort werden überhaupt nicht gefragt. Es geht um geostrategische Interessen aus westlicher, aus amerikanischer Sicht, immer noch mit dem Verständnis, wir sind die einzige Großmacht, gegenüber dem Rivalen China, der jetzt aufkommt, möglichst große Teile Europas zu beherrschen und gleichzeitig zu verhindern, dass sich der westliche Teil Europas und Russland wirklich verbinden, denn dann könnte eine Kraft entstehen, die stärker ist als diese westliche Großmacht. Und auf die chinesische Sicht will ich jetzt nicht weiter eingehen, die russische. Man kann spüren, wie diese einstige Großmacht ringt um Anerkennung, versucht nicht unterzugehen, und wie Putin und die russische Führung versucht, da wo sie keine Ausstrahlung mehr hat mit ihrem Modell und ihren Ideen, dann mit Nationalismus und mit militärischer Macht sich in dieser Welt zu behaupten. Man sieht einen Aggressor, man schaut ihm ins Gesicht und man spürt zugleich, wie er in die Enge getrieben ist. Man sieht Putin in die Enge getrieben, man sieht Biden in die Enge getrieben und man sieht Europa in die Enge getrieben. Und ich habe das Gefühl, was jetzt passiert, das ist etwas,
was in der Konsequenz eigentlich keiner will. Ein Krieg mit möglicherweise Tausenden, vielleicht Hunderttausenden von Toten, den keiner wirklich will, aber keiner wollte nachgeben. Keiner hatte das Gefühl, eingehen zu können auf die Forderungen der Gegenseite. Und die Menschen, um die es eigentlich geht, die Menschen in der Ukraine, die hat auch keiner gefragt. Deshalb, was könnte eine Lösung sein? Eine Lösung könnte sein, dass wir nicht die Probleme des 21. Jahrhunderts mit den Gedanken, Vorstellungen und Instrumenten des 19. und 20. Jahrhunderts lösen. Unser Problem ist, dass wir im Bewusstsein zurückgeblieben sind. Die Geschichte geht weiter, aber unsere Vorstellungen bleiben zurück. Unsere Begriffe bleiben zurück. Und es ist schrecklich, in dieser Auseinandersetzung zu sehen, wie auch europäische Regierungen und Politiker in den Jargon, in die Denkweisen der Vergangenheit verfallen sind und wie es nur noch um wechselseitige Aufrüstung, Bedrohung, Einschüchterung ging und nirgendwo ein wirkliches Angebot zu sehen war. Was könnte ein Angebot sein? Es könnte das sein, was 1989 schon auf dem Tisch war und was wir nicht erkannt und nicht ergriffen haben. Nämlich die Idee, nicht nur diese Mauer zu überwinden, sondern wirklich zusammenzukommen in Europa, zwischen Ost und West zu begreifen, dass diese Vorstellung, die sich an alle Staaten in Europa richtet, wollt ihr zum Osten oder zum Westen gehören, vor der jetzt die Ukraine steht, dass man so tut, als gäbe es nur die Entscheidung, entweder ihr seid Teil des westlichen Bündnisses oder ihr gehört zum russischen Staat und Imperium. Das ist falsch. Europa ist weder West noch Ost. Europa ist jedenfalls aus europäischer Perspektive gesehen in der Mitte zwischen beiden und muss Brücken bauen, nicht Gräben aufreißen. Was für einen Weg könnte es geben? Wie wäre das, wenn wir eben nicht mit den Gedanken der Vergangenheit auf die Fragen von heute antworten, sondern wenn wir neue Ideen entwickeln? Etwa die Idee, auf die Europa und die Welt meines Erachtens seit 1989 wartet. Das, was damals schon angelegt war. Denn es war nicht genug, physisch die Mauer einzureißen zwischen beiden Teilen Deutschlands, sondern die Einheit muss weitergehen. Sie muss auch in den Köpfen und in den Herzen vollendet werden. Das heißt, wenn wir in Europa wirklich anfangen, Mauern einzureißen, Gräben zuzuschütten, Brücken zu bauen und uns als ein gemeinsames Europa verstehen, von Ost bis West, das heißt mit Russland, mit der Ukraine. Und wenn wir einen solchen gemeinsamen Raum gegenseitiger, geteilter, gemeinsamer Sicherheit in Europa entwickeln, wo wir die Waffen ablegen, wo wir einander versprechen, dass kein Land mehr ein anderes mit Waffen oder militärisch überfallen wird, dass alle Konflikte, die die Zukunft zeitigen wird, im Gespräch gelöst werden und friedlich und nicht mehr militärisch. Ich sitze hier in der Schweiz, in Dornach, am Goetheanum. Nicht nur das Goetheanum ist ein besonderer Ort, sondern auch diese Schweiz ist ein besonderes Land. Im 16. Jahrhundert schon haben die Schweizer sich entschieden zu erklären, sie werden nie wieder ein anderes Land angreifen. Sie hatten übrigens gute Gründe, denn sie haben ganz schön auf die Hucke bekommen. Sie hatten gerade einen Krieg verloren, obwohl sie als unbesiegbar galten. Das ist ihnen in die Glieder gefahren. Und sie haben gesagt, wir werden nie wieder andere angreifen. Daraus wurde die Politik der aktiven Neutralität. Und die Schweiz ist heute ein Land, das an der Lösung vieler weltweiter Konflikte führend beteiligt ist, weil alle der Schweiz jedenfalls auf diesem Gebiet vertrauen und wissen, sie hat keine Großmachtinteressen, keine Eigeninteressen, sondern sie kann als friedlicher Makler und Mediator helfen, dienen in den Auseinandersetzungen der Gegenwart. Ich meine, ganz Europa müsste sich als einen solchen Raum aktiver Neutralität verstehen und konstituieren. Arbeiten wir darauf hin, begegnen wir dieser Krise und den nächsten Krisen mit solchen Gedanken, mit positiven Gedanken. Wie wäre es denn gewesen, wenn wir nicht in der Zeit von 1989 bis heute 2 Jahrzehnte, 3 Jahrzehnte lang immer weiter hochgerüstet hätten, die Waffentechnologien entwickelt und all unseren Verstand und unser Geld da reingesteckt, sondern wenn wir unsere Friedfertigkeit weiterentwickelt, mehr miteinander gesprochen hätten, Bedrohungen abgebaut hätten. Und das beginnt immer auf der eigenen Seite. Das heißt damit, dass wir erklären,
Wir werden nie mehr andere angreifen. Das ermöglicht den anderen, das Gleiche für sich zu erklären. In Europa wurden die Hände immer wieder ausgestreckt. Und auch Putin hat am Anfang seiner Amtszeit 2001 noch als junger Regent, wenn man das so sagen darf, in einer Rede im Deutschen Bundestag die Hand ausgestreckt. Sie wurde nicht ergriffen. Und man kann zuschauen, wie in den 21 Jahren seither sich Russland immer mehr wieder isoliert hat und die Politik immer aggressiver geworden sind. Die Geschichte Europas und die Geschichte dieses Konflikts in der Ukraine ist auch eine Geschichte versäumter Gelegenheiten. Und sie ist eine Geschichte dessen, wie falsche Gedanken sich am Ende in Taten manifestieren. Beginnen wir deshalb, über den Frieden in Europa nachzudenken, über ein gemeinsames Europa, in dem nie wieder Krieg gegeneinander geführt wird und in dem wir auf kulturellem Gebiet, auf politischem Gebiet und auf ökonomischem Gebiet zusammenarbeiten, die Grenzen einreißen und sehen, wie wir gemeinsam die Freiheit, die Gleichheit und auch die Solidarität, die Geschwisterlichkeit in Europa stärken können.